Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Rena und ich möchte heute das Upkitting von diesem schönen Frühlingsbild machen. Und zwar ist das Bild von Tini Schnickschnack. Das ist diese Wassertropfen mit dem Schmetterling in der Mitte. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet, damit das Upkitting nicht allzu lange dauert. Das Video meine ich. Und ich blende euch das Bild noch ein. Dann seht ihr, wie das aussieht, was ich meine. Aber einige von euch kennen das vielleicht auch schon oder haben es sich schon selbst bestellt. Was das Besondere heute ist bei dem Upkitting, ich möchte die 10 Frühlingsfragen, diesen Tag von dem Kanal Steinchenglitzer, mit beantworten. Und zwar sind das 10 Fragen rund um das Thema Frühling. Und Craft & Wedding hat diesen Frühlingstag auch schon beantwortet. Und ich reihe mich da ein quasi und dann haben wir auch gleich ein Thema, damit ich euch nicht voll laber mit irgendwelchem Unsinn. Genau. So, was habe ich vorbereitet? Ich habe hier an der Seite, wie ihr seht, also hier ist eigentlich auch die Legende, hier habe ich die Zahlen noch stehen gelassen und ich habe die hier abgeschnitten. Hab die, ja, klassisch, ich habe leider keinen Sticker-Maker, weil der immer, wenn ich gucke, ist er ausverkauft und ein breites Klebeband tut's auch, ne, Backpapier, ein großes, durchsichtiges, breites Klebeband drauf, dann die Legende drauf und dann nochmal breites breites Tape drauf. Hat ein bisschen gedauert. Jetzt habe ich hier so quasi die Legende drauf und fertig. Das hier ist eine 32er Box. Manche von euch kennen das vielleicht schon. Das sind nicht die Tic-Tac-Döschen, sondern das sind so breite. Haben hier auch so einen breiten Aufsatz zum Ausschütten. Ich mag die Tic-Tac-Dosen tatsächlich nicht so gerne, weil die noch mehr in so einer Kiste hin und her rutschen. Deswegen habe ich mir die besorgt. Oder ich habe auch so einen Koffer da mit diesen runden Döschen. Aber ich wollte das jetzt mal hier abkitten. Hier sind 32 Stück drin. Das reicht natürlich nicht, weil wir hier 54 Farben haben. 50 mal 50 ist das Bild groß. Also habe ich mir noch hier so eine kleine 28er Box geholt. Und habe das hier auch schon draufgeklebt. Wonach habe ich sortiert? Ich habe tatsächlich, also allgemein war das hauptsächlich nach dem 10 Nummern sortiert hier von Tini Schnickschnack und sie hat dann ganz hinten, hat sie die AB-Farben hinten dran gehängt. Ich habe mir das sortiert zuerst nach Zahlen 1 bis 8, dann kommen die Großbuchstaben A bis Y, XY, genau bis Y. Dann kommen die kleinen Buchstaben und dann habe ich, hier unten gehen die kleinen Buchstaben noch weiter und dann habe ich die Symbole, zuerst die Rechenzeichen, ich weiß auch nicht, ich habe da so irgendwie so einen Tick, zuerst kommen die Rechenzeichen und dann kommen die üblichen Symbole, die man irgendwie nicht zuordnen kann. Irgendwas mit Punkten reicht dann zusammen. Naja, so hat jeder hier diese, ja, ist das hier Omega, Delta und so weiter, genau. Ja, naja, so hat jeder. Wonach sortiert ihr? Viele gehen auch nach Nummern, wäre in diesem Fall tatsächlich auch einfacher gewesen, ist einfach nur, genau, und dann, aber ich painte ganz gerne nach den Symbolen, die auf der Leinwand sind. Genau, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Okay, und dann habe ich jetzt hier die ganzen Tütchen, habe ich schon mal sortiert nach meinem Ordnungssystem, wie es hier in die Dosen kommt. Genau hier an der Seite seht ihr nochmal, das sind die Beutelchen, wo ich auf jeden Fall weiß. Also hier haben wir tatsächlich am meisten von der Nummer 23. Das ist hier so ein Grün. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass das ja weder in die großen Döschen noch in die kleinen Döschen passt. Also die lasse ich dann so oft zusammen und nehme die dann raus, wenn die Dosen alle sind. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So habe ich das hier irgendwie tatsächlich so gemacht. Dann schiebe ich die Leinwand ein bisschen nach oben, dann könnt ihr auch besser gucken, was ich hier fabriziere. Und, dieses Toolkit war übrigens dabei.
Ich nehme dieses rosa Schiffchen hier. Ich habe tatsächlich noch kein rosa Schiffchen. Ist ja süß, ne? Schön farblich jetzt auch nochmal. Hier ist übrigens auch nochmal so ein Wachs. Da sind, glaube ich, 3 Plättchen sogar drin. Blauer Wachs. Noch ein 7er Aufsatz. So. Das hätten wir. Erste Dose. 1. Können wir auch so rausnehmen. Genau, wir haben hier einen lila Ton. Kommt auch drin vor. Nicht so viel, wie man sieht. Die Tüte ist ja nicht voll. Genau, der Frühlingstag. Ich habe mir die Fragen, das sind 10 Fragen, die habe ich mir abgeschrieben. Papierkorb. Und die erste Frage fangen wir auch gleich mal an. Was sind deine Frühlingstrigger? Ja, Frühlingstrigger. Also wenn man aus dem Winter kommt. In den Frühling finde ich halt auch total auffällig, aber ich glaube, das finden auch ganz viele. Also erstmal, dass es morgen schon hell ist, also nach der Zeitumstellung sozusagen. Da merkt man das richtig, dass es morgens gleich wieder hell ist. Und wenn die Sonne dann scheint, also das ist total schon frühlingshaft für mich. Vögel zwitschern wäre natürlich on top jetzt nochmal, aber das dauert meistens noch ein bisschen. Wenn das dann noch ein bisschen wärmer wird, sozusagen, dann sind die Vögel ja auch noch aktiver. Und wenn die einzelnen Blümchen schon anfangen, die Knospen zu zeigen, so, das gehört auch noch zur 2. Mal ein bisschen aufpassen hier, dass ich nicht in die falschen Döschen gehe. Genau. Vogelzwitschern. Was habe ich noch gesagt? Vogelzwitschern. Genau. Das sind so meine Frühlingstrigger. Noch eine Tüte. Passt die da jetzt auch noch rein? Passt die da jetzt? Na, könnte eng werden. Probieren wir aus. Wenn nicht, muss ich es dazu kleben. Könnte eng werden. Augenmaß. Klopfen. Das sind bestimmt auch Reststeinchen. Die brauche ich dann nachher wahrscheinlich gar nicht für das Bild. Bleibt ja meistens immer was übrig. Okay, gut. Mal gucken, ob ich die jetzt trotzdem noch drauf kriege hier. Na, die ist jetzt aber richtig bombenvoll. Naja, gerade mal, das war jetzt aber knapp. Okay, muss ich mir mal eben einen Tesafilm holen. Tesafilm. Ich lasse sie dann jetzt, weil ich jetzt keine, ja, ein bisschen unvorbereitet, keine Siebtüten hier habe. Klebe ich das jetzt einfach so zu. Zack. Das sind bestimmt Reststeinchen, die brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Packen wir mal da hin. So, Nummer 3. Könnt ihr sehen, ne? So, Nummer 3. Nummer 3 ist die Nummer 3. Ja, das ist ja noch ganz einfach am Anfang, weil zuerst die Zahlen kommen. So, was ist die zweite Frage? Die zweite ist, was ist dein liebster Frühlingsduft? Ich muss tatsächlich sagen, wenn man rausgeht, morgens zum Auto oder zur U-Bahn und man riecht diese Frische. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben kann, aber diese Frische,
Also irgendwie riecht es anders, wenn der Frühling kommt. Vielleicht auch schon gemischt durch die Vögel. Durch die Vögel, durch die Frühlingsblumen, dass die vielleicht schon ein bisschen Duft abgeben. Ja, Rasen, ja noch nicht so sehr, aber also frisch gemähten Rasen, ich finde da, ja, das rieche ich auch sehr gerne. Aber ja, manche Blumen fangen natürlich dann schon an zu blühen und manche auch tatsächlich zu riechen. Viele haben auch gesagt, so Tulpen riechen sie gerne. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also meine Tulpen, die ich hier immer kaufe, die riechen überhaupt nicht. Oder ich rieche es nicht. Vielleicht ist mein Riechorgan nicht. Naja, durch Corona hat das auch tatsächlich ein bisschen gelitten. Meine Nase, mein Geruchssinn. Tatsächlich. Da kann ich nicht mehr so gut riechen, manche Sachen. Mal mehr, mal weniger. Aber sonst, Hyazinthen riechen ja sehr extrem. Also die finde ich tatsächlich ein bisschen stark. Draußen riechen okay, aber in die Wohnung holen, nein. Ja, also diese Frische, ne? Das ist eigentlich mein Lieblingsduft. Diese Frische. Und leichte Parfümdüfte tatsächlich. Also, ich habe tatsächlich so ein paar Parfums, die nehme ich dann eher, wenn jetzt so Frühling anfängt. Ne, die sind nicht so schwer, also das finde ich dann auch immer auch schön. Dann kann man wieder die anderen Parfums benutzen. Die benutze ich dann tatsächlich auch nicht im Winter. Genau. Frage Nummer 3. Ein Kaffee auf der Terrasse eines Cafés oder ein Spaziergang in der Natur? So, ein Spaziergang in der Natur. Ja, kann man machen. Spaziergang. Aber ich tendiere eher zum Kaffee. Kaffee auf die Terrasse eines Cafés. Am besten noch am Wasser. Also, wo Wasser in der Nähe ist. Also entweder direkt an der Elbe. Also wir haben hier in der Nähe den Zollenspieker. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt. Ich kann euch ja eigentlich noch mal ein bisschen nach unten holen. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr die Farben auch. Stört das hier, dass das so blendet? Das mache ich einfach mal so. So, wo war ich stehen geblieben? Am Wasser, ja genau. Zollenspieker zum Beispiel ist auch total interessant. Also ich beobachte dann auch gerne, ne? Oder man sitzt ja da und man guckt so aufs Wasser, träumt ein bisschen und dann entweder so an der Alster, weil ich ja hier aus dem Norden komme, zum Beispiel, wenn die ganzen Boote dann da ablegen am Jungfernstieg oder wie gesagt am Zollenspieker, da gibt es ja auch so ein Café. Und da ist ja der Fähranleger, der auf die andere Seite nach Winsenlohe setzt. Und da ist ja immer was los. Da gibt es Motorradfahrer, die treffen sich da. Und da ist immer was los im Action. Da sind manchmal auch Veranstaltungen. Und da gibt es halt auch ein Café, da kann man auf der Terrasse sitzen und dabei das Spektakel beobachten sozusagen. Also das finde ich auch ganz spannend. Das mag ich total gerne. So, Nummer 8. Hier auch 2 Beutelchen. Frage Nummer 4. Dekorierst du frühlingshaft? Nein. Mache ich tatsächlich nicht, weil ich gar keine Frühlingsdeko habe. Außer
ab und zu mal einen Blumenstrauß kaufen tatsächlich. Wie so viele von euch. Mache auch ich das. Ein paar Tulpen, ein bisschen Farbe in die Bude holen. Ja, das mache ich auch. Das mache ich tatsächlich auch. Nummer 8. Ja, ist noch richtig. Genau. Ja, das muss sein. Bisschen Farbe auf dem Tisch. Genau, Tulpen. Und dann, was ich tatsächlich dieses Jahr gemacht habe, ist, ich hatte mir letztes Jahr schon so ein Frühlingsbild, so ein Teilbild, Diamond Painting Teilbild geholt. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. 720, was haben wir jetzt hier? 720, das heißt, das ist 710. Und das hänge ich an unsere Haustür auf, tatsächlich von außen. Da hatten wir jetzt im Winter so selbstgebastelte Schneemänner hängen von den Kindern. Und jetzt kommt da so ein hängt da so ein Frühlingsbild. Genau. Das ja, aber sonst nicht. Frühlingsdeko habe ich eigentlich auch überhaupt nicht. Gibt es sowas eigentlich? Was, wenn ihr dekoriert, frühlingsmäßig, was, also wie dekoriert ihr das denn? Was nehmt ihr da? Mir fällt tatsächlich jetzt auch irgendwie gar nichts ein, wie man das dekorieren könnte. Frage Nummer 5. Was ist dein liebster Frühlingsblüher? Was ist dein liebster Frühlingsblüher? Irgendwie, die passen gar nicht, die sind gar nicht quadratisch, ne? Die Dinger. Ich sehe das gerade hier, die passen gar nicht so drauf. Mach die mal verkehrt rum. Ich mal den nächsten hier auch schon raus, dann kriege ich die besser raus. Tulpen, ja, spätestens dann weiß man, dass der Frühling da ist, aber ich mag auch ganz gerne, wenn man vorher schon draußen sieht. Also die Tulpen wachsen ja bei uns noch nicht so wirklich draußen, die kommen ja irgendwie alle gefühlt aus Holland. Was ist denn das hier? Kirschblüte? Nein. Ja doch, Kirschblüte, ne? Aber das ist, wir haben hier keine... Also bei uns hier im Eingang, da sind so, die haben so rosa Blüten und der Baum, das ist der erste, der bei uns anfängt zu blühen. Ich habe den Namen vergessen von dem Baum. Das ist so ein halber, also Strauch, jetzt über die Jahre, es ist eher ein Baum geworden, weil die, wie heißt denn das? Stämme halt ein bisschen, also diese Zweige da ein bisschen dicker geworden sind. Das ist so, das ist bei mir so der Auslöser. Aha, okay, es geht los jetzt. 742 AB, hier haben wir schon. Es gibt übrigens, wie viel AB? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 AB-Farben in diesem Bild. 15, finde ich eine Menge. Tatsächlich. Hier haben wir so ein Orange. Kommt hier wahrscheinlich genau in die Blumen rein. Genau. Genau, das sind so meine Frühlingsblüher. Maiglöckchen. Fangen ja auch schon an tatsächlich dieses Jahr irgendwie, obwohl wir noch gar kein Mai haben, aber genau.
Übrigens, Jasmin rieche ich auch total gerne, aber ich weiß gar nicht, Jasmin, wann der blüht. Ich glaube, der blüht ein bisschen später. Genau. So, nehme ich die Reihe hier auch schon mal raus. Jetzt haben wir wieder eine AB-Farbe. Das ist so ein Mint Türkis. Da haben wir 2 Beutelchen, genau. Na, ich glaube, die passen, die sind so prall gefüllt. Die passen, glaube ich, nicht alle rein. Die ist sogar noch voller. Wahrscheinlich andersrum machen müssen. So, das ist die, wo kommt denn die eigentlich rein? Das ist die 47, ist F. Ah, hier unten. Sogar hier. Das ist ein Teil von dem Gänseblümchen. Tatsächlich. Okay. So, ich mache das diesmal nicht so voll. Hier kleben wir wieder. Eigentlich fülle ich das immer gerne, ganz gerne in die Sipptütchen dann um. Naja. So geht's auch. So, jetzt haben wir G. Also Frage 6. Was sind deine liebsten Frühlingsaktivitäten, deine Frühlings-To-Dos? Tatsächlich auch so eine Art Frühjahrsputz machen wir tatsächlich auch hier. Und für draußen, wir haben hier so einen ganz kleinen Garten, so einen Mini-Garten. Da gucken wir dann natürlich auch immer, dass wir irgendwie ein paar Blümchen finden. Und im Gartencenter ein bisschen shoppen gehen. Also das finde ich ja auch immer ganz angenehm. Da sieht man dann erstmal wieder, oh, was kann man kaufen. Okay, das kaufe ich lieber nicht, das ist mir letztes Jahr eingegangen oder so, ne? Oder da habe ich Pech gehabt mit der Pflanze, die war nicht so toll. Und das macht Spaß. Da waren wir auch tatsächlich gerade gestern in so einem Gartencenter. Und bei diesem Gartencenter, da ist das so, dass die tatsächlich auch Fische haben. Also die haben auch so einen Tierfutterhandel, aber eher für Nagetiere und für Fische tatsächlich. Und die haben Kois da. Und ich mag Kois sehr gerne, die anzusehen. Also hat irgendwie was Meditatives, finde ich, wenn die da so rumschwimmen. Allgemein Aquarien, aber ich weiß nicht, Kois finde ich sehr schön anzusehen. Und das genieße ich dann auch mit den Kindern. Die Kleinste, die füttert dann die Fische. Das darf man da. Und ja, da haben wir dann immer ganz viel Spaß. Und freuen uns und nehmen dann auch ein paar Blümchen mit und buddeln die dann alle zusammen in unseren kleinen Vorgarten sozusagen ein. Und das ist wirklich etwas, was wir sehr gerne machen. Da merkt man dann auch, ja, jetzt kommt die helle Zeit, helle Jahreszeit mit vielen Farben, nicht so trist. Und genau, das gefällt uns sehr gut. Finde ich dann auch ganz spannend. Kommen die Kinder auch wieder ein bisschen mehr raus.
So, ich hole jetzt hier nochmal eben die Döschen raus, dass es ein bisschen schneller geht. Jetzt kommt schon wieder eine AB-Farbe. Und zwar die 946 als AB-Farbe. Das ist so ein schönes. Erinnert mich jetzt auch an die Kois tatsächlich. Die haben auch so eine ähnliche Farbe, so wie Koralle. Rot ist das, glaube ich, nicht, sondern mehr so Korallenfarben. Frage Nummer 7. Wie sieht dein perfekter Frühlingstag aus? Oh, der beginnt auf jeden Fall mit Ausschlafen. Kein Kind kommt an und sagt, Mama, mach mal Frühstück, sondern ich kann ausschlafen. Aber ich glaube, so einen Tag werde ich erst erleben, wenn die Kinder nicht mehr zu Hause wohnen. Da sehe ich irgendwie noch kein Land, tatsächlich. So, wir gucken, 797 ist richtig. Lange schlafen, dann erstmal ganz in Ruhe, ganz Sutsche, einen Kaffee nehmen, auch wenn es draußen noch ein bisschen kühler ist, aber Hauptsache die Sonne scheint schon mal. Und dann auf die Terrasse setzen mit dem Kaffee und von mir ist auch eine Decke umgeschlungen, bisschen einmümmeln und da hinsetzen. Und erstmal langsam wach werden. Und dann am besten noch, dass jemand mir das Frühstück macht. Oder aber Sachen packen, bisschen was zu essen mitnehmen, also Snacks oder so. Und alle zusammen mit Familie ans Wasser fahren. Und bisschen chillen. Ja, gemütlich den Tag verbringen. Einfach stressfrei. Ohne Ärger. Ja, die zweite Tüte packt da auch noch rein. Oder sich mit einer Freundin treffen. Falls das jetzt irgendwie an so einem Tag ist, wo Schule ist. Ach ja, und ich darf natürlich nicht arbeiten, ne? An dem perfekten Frühlingstag. Ist auch klar. Sonst wäre nicht perfekt. Also nicht arbeiten, sondern frei haben. Und genau. Ich bin da eigentlich genügsam. Mit einer Freundin vielleicht treffen, klönen. Und ja, genau, den Tag einfach ruhig verleben. Vielleicht gemeinsam irgendwas kochen, einen Salat oder so. Geht am schnellsten. Muss man nicht, also keine 3 Stunden in der Küche stehen, bitte. Irgendwas, was schon vorbereitet ist. Einfach rausholen und nehmen. Genau. Ja, diese Ruhe, das wäre für mich schon ausreichend. Das wäre für mich schon der perfekte Tag. Muss gar nicht so viel passieren, aber genau, einfach ruhig und entspannt den Tag genießen, verbringen. Genau, ein bisschen Musik vielleicht. Genau. So, Frage Nummer 8. Frühlingsbilder painten oder Winterbilder abarbeiten? Also ich bin ja definitiv Frühlingsbilder painten, wie man ja hier sieht. Aber, also wenn es geht, also ich hoffe, dass das also mein Winterprojekt hatte ich jetzt gar nicht, ein richtiges Winterprojekt, sondern ich painte ja im Moment noch an dem Randall Spengler durch das DP Festival der Drachen, durch das Event. Und somit, meine Weihnachtsbilder sind schon abgearbeitet. Aber ich hatte eigentlich überhaupt keins. Also das was ich da gemacht habe, war kein. Das war ein
für mich, was ich auch nicht zeigen werde, das war so ein privates Bild, genau. Das habe ich im Winter quasi gepainted und insofern habe ich diesmal gar nichts Weihnachtliches. Und, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ich bin hier ein bisschen durcheinander. 890, ach, hier haben wir doch zwei. Genau, die passt da noch mit rein. Frühlings, auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt Winterbilder hätte, ich würde immer Frühlingsbild starten tatsächlich. Ja, das gehört bei mir dann auch dazu. Und Winterbilder weiter painten, nur wenn ich jetzt irgendwie hier noch so ein Eckchen oder so eine kleine Ecke machen müsste, ja, dann würde ich es tatsächlich fertig machen, damit es da jetzt nicht noch ein Jahr rumliegt oder 8 Monate oder ein halbes Jahr. Dann würde ich es tatsächlich fertig painten, aber ansonsten würde das jetzt weggehängt werden. Ja, da bin ich auch knallhart. Mag ich eigentlich nicht so gerne, weil ich bin eigentlich eher erst fertig machen und dann das nächste nehmen. Aber nee. Also jetzt ist die Sonne da, ich möchte frische Farben haben. Genau, da würde ich das Weihnachtsbild tatsächlich weghängen. Jetzt muss ich mal gucken, hier 41. 310 AB, ja, klassisch, ne? 310 als AB, das ist ja, finde ich gut. Mal was anderes als die normale 310. So, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Passt hier eigentlich noch ein Beutel rein? Ich überlege gerade. Ach, da passt noch ein Beutel rein, oder? Was meint ihr? Passt hier noch rein? Der andere Beutel sieht auch schon wieder voller aus. Wie jetzt? Waren die unterschiedlich gefüllt? Glaube ich nicht. So, ah ja, das passt rein. Okay. Ich war auch schon mal besser im Augenmaß. Was mir tatsächlich bei diesen Steinen jetzt auffällt, ist, dass sie gar nicht so kleben. Okay, da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Ob das Harzsteine sind oder Acrylsteine. Das muss ich aber jetzt gleich nochmal gucken. Sieht aus wie Harzsteine. Oder was meint ihr? Ich sehe jetzt keine Löcher. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht geguckt in der Beschreibung. Das war mir jetzt ehrlich gesagt erstmal egal, ob Harz oder Acryl. Bei meinem anderen Bild von Diamond Art Club, da diesen Dragoling Bubble Fairies, da haben die Steine so geklebt. Und die waren auch alle in diesen Tütchen, also die musste ich auch alle umfüllen. Und die haben da oft sehr geklebt. Die tun es jetzt hier gar nicht. So, warte mal, jetzt habe ich hier, glaube ich, aber auch mehrere. Nee, das ist 900. Ach, guck mal, das ist 9. Mal gucken, nicht das verkehrt. Genau, 905 ist nur eine Tüte. Okay. So, dann haben wir hier die nächste. Genau, 906 AB. Da haben wir, glaube ich, jetzt mehrere Tüten. Ja, genau, die habe ich noch zusammengelassen. Da habe ich 3 Tütchen von. Die Tüte ist auch prompt prall gefüllt, so wollte ich sagen. Prall gefüllt. So, eine Tüte kriege ich noch rein. Eine Tüte bleibt zu.
Ne? Passt auch wieder nicht alles rein. Passt rein, passt nicht rein, passt nicht rein. Nee, ich mach die. Wenn das nachher so voll ist, das ist auch doof. Genau, so. Das heißt, hier kommt wieder ein Fehler rein. So. Jetzt haben wir die 38,19. Da haben wir 2 Päckchen. Da haben wir 3 Päckchen auch. Die sind allerdings nicht so voll gefüllt. So, Frage 9. Kommen wir mal zum Ende jetzt. Frage 9 ist Brunch im Freien oder angrillen? Ich bin nicht so der Brunch-Typ, tatsächlich, sondern dann eher angrillen. So, Frage der Fragen. Passt das Päckchen hier jetzt noch rein? Ja, ich glaube nicht ganz. Mal gucken. Ne, doch. Nein, passt nicht rein. Kriege ja den Deckel wieder nicht drauf. Das sind dann auch wieder so die Restesteine. Ich glaube, die werden überbleiben. Die werde ich dann gar nicht brauchen. So. Wieder zu voll gemacht. Egal, geht. Also angrillen, das war uns angesagt. Meistens mit Freunden. Genau. Trifft man sich mit Freunden, das ist eigentlich auch immer ganz schön dann am Wochenende. Und dann wird angegrillt. Genau, die Kinder freuen sich. Oh Mann, und dann geht's wieder los. Ne? Das heißt, der Frühling, Sommer, dann ja schon eher, wird eingeläutet. Frage Nummer 10, und das ist dann die letzte von dem Frühlingstag, ist, was ist das Schönste am Frühling? Ja, manche Sachen haben wir schon beantwortet. Das versteckte sich so in den anderen Farben mit drin. Das ist einmal diese ganzen Blümchen, die anfangen zu blühen. So, hier, das ist die 321 in AB. Das ist dann schon eher ein Rot, würde ich sagen. Auch sehr schön. Blumen fangen an zu blühen, Vögel zwitschern. Was ist das Schönste? So, das Schönste heißt ja, ich muss mich auf eins festlegen. Kann ich nicht. Für mich ist gleich wichtig, morgens hell sein, Sonne scheint. Das ist wirklich, die ersten Sonnenstrahlen kommen dann schon durchs Schlafzimmerfenster und das ist schon, das ist schön. Das finde ich wirklich schön. Und dass die Blumen blühen. Vogelgezwitscher. Also es sind so meine 4 Hauptbestandteile für einen Frühlingsstart sozusagen. Hier so eine drin. Ist das? Nee, ist kein Stein, das ist nur Schrott. Genau. Also ich kann mich nicht auf eins festlegen. Das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen. Hier haben wir jetzt die nächste AB-Farbe noch und das finde ich jetzt einen schönen Abschluss. Rosa wie das Schiffchen, ein bisschen dunkler. Rosa AB. Und zwar ist das die 602.
Was findet ihr denn am schönsten am Frühling? Schreibt das mir doch gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ihr könnt auch gerne, ich schreibe die 10 Fragen nochmal in die Beschreibung. Ihr könnt mir auch die 10 Fragen in den Kommentaren beantworten. Das wäre auch so schön. Und ich denke, das soll es erstmal gewesen sein. Also meine Kiste sieht so aus dann jetzt. 4 muss ich noch machen. Die mache ich jetzt gleich noch. So, da wurde ich jetzt gerade unterbrochen von meiner kleinen Tochter. Genau. Ich muss jetzt hier noch die 4 voll machen, sowie natürlich diese hier, aber da nehme ich euch jetzt nicht die ganze Zeit mit. Das mache ich entweder im Speed, könnte ich gleich einschalten, dann seht ihr das Ende nochmal, aber schon mal der erste Zwischenstand. Ich drehe die immer ganz gerne um, dann kann man die Farben nochmal so schön sehen. Ne? Ich finde die Farben sehr schön. Ich freue mich auf den Frühling, auf das Frühlingsbild. Ja, Zwischenstände poste ich dann auch, sowohl hier in der Community bei YouTube als auch bei Instagram oder bei TikTok. Könnt ihr mich dann da auch sehen. Die Links sind auch in der Beschreibung geschrieben, genau, habe ich da notiert. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Antworten zu dem Frühlingstag finde in der Beschreibung, in den Kommentaren, Entschuldigung. Und ich fühlt euch einfach alle aufgerufen, den Frühlingstag mitzumachen. Und genau.